Diese Beobachtungen des Mars-Rovers Curiosity sind mit den bisher bekannten Prozessen nicht zu erklären. Es geht um die Marsatmosphäre, in der der Sauerstoffgehalt während eines Mars-Jahres enorm schwankt. Im Frühjahr steigen die Werte um ganze 30% an und im Herbst verschwindet der Sauerstoff plötzlich wieder. Ein wirklich mysteriöses Phänomen, für das die Fachwelt bislang noch keine genaue Erklärung hat. Eine Vermutung wäre außerirdisches Leben. Clixoom Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. 1, 2, 3. Herzlich willkommen. Zum größten Teil besteht die Atmosphäre des Roten Planeten aus Kohlendioxid. Zu kleineren Anteilen sind auch Sauerstoff, Argon, Kohlenmonoxid und Stickstoff zu finden und die Dichte dieser Gase schwankt innerhalb eines Jahres. Schon seit längerer Zeit ist Fachleuten die Tatsache bekannt, dass der Gasdruck im Winter und damit auch die Dichte der Spurengase sinkt. Begründet liegt das an dem CO2, das als Trockeneis an den Polen des Mars auskristallisiert. Im Sommer dann nimmt die Gasdichte wieder zu. In den letzten Jahren gab es ein erstes spannendes Rätsel, denn Daten legen nahe, dass vor allem die Konzentration von Methan sehr stark und abrupt wechselt. Normalerweise liegt sie bei 0, und jetzt kommen ein paar Nullen, 4%, hier unten eingeblendet, ist also quasi kaum messbar. Doch im Sommer steigt der Wert um 60% an. Nach Ansicht der Fachleute kann dies keineswegs mit den saisonalen Schwankungen erklärt werden und so ist dieses Rätsel bis heute ungelöst. Jetzt kommt ein weiteres mysteriöses Phänomen dazu. Messdaten des Mars-Rovers Curiosity offenbaren nämlich auch eine Schwankung der Sauerstoffkonzentration. Wieder sind selbst Expertinnen und Experten überrascht, denn demnach befinden sich im Frühjahr und Sommer ganze 30% mehr Sauerstoff in der Gashülle als im Herbst, wo die Werte wieder auf das normale Level abfallen. Das passiert in jedem Marsjahr, auch wenn die Werte sich von Jahr zu Jahr unterscheiden. Analysiert wurden die Daten von 3 Marsjahren, was fast 6 Erdjahren entspricht. Dieses wirklich mysteriöse Verhalten ist nicht mit den bislang bekannten Prozessen zu erklären und so rätseln Forschungsteams weltweit. Dazu der NASA-Mitarbeiter Sushil Atreya, der an der aktuellen Studie beteiligt war. Als wir das zum ersten Mal sahen, war es einfach nur verblüffend. Deswegen überprüften die Fachleute auch zunächst, ob vielleicht etwas mit den Messinstrumenten von Curiosity nicht stimmt, denn anders als die Konzentration von Stickstoff und Argon schwankt die Sauerstoffkonzentration keineswegs in einem vorhersehbaren saisonalen Muster. Wo also kommt der Sauerstoff im Frühling her und wohin verschwindet er im Herbst wieder? Im vergangenen Frühjahr und Sommer beispielsweise stieg die Sauerstoffkonzentration sehr plötzlich von 1700 Parts per Billion, also übersetzt so viel wie Teile pro Milliarde, auf 2200 ppb an. Saisonale Schwankungen können diesen enormen Anstieg nicht erklären, denn dazu müssten in der Atmosphäre über dem Gale-Krater, Achtung, rund 10 Billionen O2-Moleküle pro Kubikzentimeter hinzukommen. Merkwürdig ist auch, dass die Zunahme des Sauerstoffs in jedem Jahr anders ausfällt. Ausgeschlossen haben die Forschenden, dass der Sauerstoff durch den Zerfall von CO2 oder Wassermolekülen entstanden ist, denn dafür müssten auf dem roten Planeten deutlich größere Mengen an Wasser vorhanden sein. Zudem läuft der Zerfall von CO2 so langsam ab, dass niemals solche großen Mengen an Sauerstoff freigesetzt werden könnten. Könnten also sauerstoffhaltige Mineralien wie Perchlorat oder Wasserstoffperoxid im Marsuntergrund den Sauerstoff freisetzen. In der Theorie wäre das beispielsweise durch den Einfluss von Sonnenlicht denkbar, doch auch das kann beides als Ursache ausgeschlossen werden, unter anderem, weil diese Freisetzungsrate nicht einen solch plötzlichen Anstieg an Sauerstoff erklären würde. Doch bislang sind keine anderen Prozesse bekannt, bei denen Sauerstoff in einem so kurzen Zeitraum produziert wird. Dazu der US-Astronom Timothy McConaughey. In der Marsatmosphäre gibt es nicht genug verfügbare Sauerstoffatome, um das beobachtete Verhalten zu erzeugen. Das nächste große Rätsel: Wohin verschwindet der Sauerstoff im Herbst? Wird der Sauerstoff etwa durch die Einstrahlung der Sonne in 2 Atome aufgebrochen und entweicht dann so also ins Weltall? Auch das kann der neuen Studie zufolge ausgeschlossen werden, heißt also im Klartext, die Forschungsteams tappen noch völlig im Dunkeln. Dass dieses Phänomen etwas mit der Atmosphärendynamik zu tun hat, ist wohl eher unwahrscheinlich, denn die Werte wiederholen sich ja nicht exakt, sondern schwanken jedes Jahr. Dazu die NASA-Mitarbeiterin Melissa Traynor: Im Moment tun wir uns schwer damit, eine Erklärung zu finden. Möglicherweise steckt eine chemische Quelle und Senke dahinter, die bislang noch nicht bekannt ist. Doch die Fachleute wissen, dass sowohl Methan als auch Sauerstoff theoretisch auch durch biologische oder geochemische Prozesse auf dem Mars erzeugt werden könnten.
Ersteres würde für außerirdisches Leben sprechen. Das große Problem: Curiosity kann dies nicht analysieren und so bleibt weiter offen, welchen Ursprung der Sauerstoff hat. Die Fachleute tendieren aber eher zu einem geochemischen Prozess. Dazu Melissa Trainer. Wie bei allen überraschenden Ergebnissen hoffen wir nun, dass weitere Messungen vor Ort sowie theoretische Überlegungen diese spannenden Beobachtungen erklären können. Wie sah der Mars eigentlich früher aus? Anklicken, anschauen, Erstaunliches erfahren und Astro Comics TV abonnieren. Bis dann, bleibt dran.